Merkle heiße ich zum Geschlecht und bin Architekt seit je. Arbeite in Zürich, das ist mein Atelier hier, wo ich am Morgen normalerweise hingehe, und die Mitarbeiter, die haben ein eigenes Büro über den Gleisen in Albisrieden. Da gehe ich meistens am Nachmittag hin. Sie sind ja Professor. Wie kann man Architektur lehren oder kann man das überhaupt lernen? Im Grunde genommen würde ich sagen, ich bin Architekt. Ich habe mittlerweile einige Erfahrung, mich interessieren viele Dinge. Und wenn man mit diesen jungen Menschen zusammenkommt, dann glaube ich einfach, dass es nicht mehr die Schule ist, die man so kennt, sondern das sind alles selbstgewählte. Also die jungen Menschen haben das selbst gewählt, das Studium. Das heißt, ich gehe davon aus, dass das Kollegen sind mit weniger Erfahrung als ich habe. Und die Aufgabe ist, ihnen einfach alles, was ich weiß, zu sagen, mitzuteilen. Möchte man als Professor seine eigenen Vorstellungen weitergeben? Nein. Und ja. Die Frage ist insofern gefährlich, weil sie so von einem Bild ausgeht. Und das finde ich nicht gut. Ich finde gut, wenn man all das, was noch kein Bild hat, noch kein Bild erzeugt, wenn man, das würde vergleichbar in der Sprache die Grammatik sein. Die Grammatik im Städtebau wie die Grammatik in der Gestalt von einem Haus und die Grammatik einer Grundrisstypologie und all diese Dinge, die es gibt, das sind bildfreie Dinge. Baukunst ist etwas, das auf einer Konvention beruht. Das ist nicht eine Sprache, die beliebig ist. Und diese Konventionen, die kann man lernen aus der Vergangenheit, aus allen Vergangenheiten, die hinter uns liegen. Ist diese Sprache in jedem Land eine andere? Nein. Warum die Frage? Naja, weil sie halt eben Sprachen ja unterschiedlich, also es gibt ja in jedem Land eine andere Sprache. Also aber die Grammatik, die ich habe, also die Grammatik, verstehen Sie mich, wenn ich jetzt spreche? Ja, habe ich nicht dieselbe Grammatik wie Sie? Natürlich, aber eben. Ich meine so Nein, ich tue nur Fragen. Ich meine so, die Geschichte ist ja immer ein bisschen anders. Also könnte sein, dass diese Konventionen überall ein bisschen anders sind. Nein, weil Baukunst beruht ja ursächlich auf Geometrie. Und die Geometrie glaube ich nicht, dass sie auf der anderen Seite der Weltkugel eine andere Geometrie ist als auf unserer Seite der Weltkugel. Und haben es Architekturstudenten heute, also mit allen technischen Fertigkeiten und Internet und neuen Tools, ist es einfacher oder schwieriger geworden? Jede Generation wird logischerweise in eine spezifische Zeit hineingeboren. Und jeder, der etwas tut und sich überlegt, muss einfach in dieser Zeit sehen, was die Fragestellungen sind. Und Sie haben ja diese Zeichenhilfen und diese digitalen Geräte, wie sagt man, was für Geräte, diese wie sagt ihr generell, all dem iPod und dem Computer und all dem, habt ihr ja große Übung drinnen. Ja, einfach diese Apparate, wie auch immer, wenn Sie diese Apparate, das sind ja nur Hilfsmittel. Und Sie dürfen nie die Zeichnung vergessen. Die Zeichnen kann jeder. Das Zeichnen heißt nicht können, sondern Zeichnen heißt denken und arbeiten und suchen. Und die Zeichnung ist ungeheuer schnell, ungeheuer günstig, als ein gefaltetes A4-Blatt und ein Bleistift, da kann ich auch im Café ein Projekt
als Idee aufskizzieren. Und dieses Projekt kostet nachher quasi einen fremden Menschen 20 Millionen Franken, oder? Wie wichtig ist es, sich mit anderen Dingen auseinanderzusetzen, also Kunst, Bildhauerei etc.? Ja, ich kann es empfehlen und ich sage das nicht mal, ich kann es empfehlen, sondern ich empfehle es. Und es ist ungeahnt, was sie da alles profitieren, weil letztlich wird ja das alles übers Auge wahrgenommen. Die Bildung vom Auge, die betrifft ja nicht nur die Architektur. Und dann ist es so, dass sie natürlich aus der Malerei, aus der Bildhauerei, ungeheuer viele Dinge, die noch nicht in die Form der Architektur gebracht sind, bekommen, die sie dann freier integrieren können. Wenn Sie immer nur Häuser anschauen, denke ich, ja, die Türe so, das Fenster so. Und ich habe zum Beispiel festgestellt, dass die Architekten oder die jungen Menschen kaum diese neuen Raumbildungen, die Anfang vom 20. Jahrhundert in der Malerei aufgetreten sind und vorher, dass sie die denken, die zeichnen immer noch, wie wenn es um Perspektive gehen würde und die Dinge. Und der Bildaufbau hat sich ja komplett geändert. Es gibt einen Maler, der Pissarro heißt, der ist ein Impressionist, der hat zum Beispiel etwas, was dem Computer genau gleich ist, oder der hat ja einfache Motive gehabt, also man darf die nicht unterschätzen, weil nicht das Motiv zählt. Da hat er zum Beispiel Bäume gehabt, ein Acker, jemand hat im Acker geschafft, hat dann wieder Bäume, ein Hügelzug, ein Haus und so weiter. Das sind wie Layers, aber parallel liegende Bildebenen. Und die erzeugen Raum. Und das ist natürlich unerhört spannend für einen Architekten. Lernen Sie auch von den Studenten? Das ist eine ziemlich schöne Frage. Das beschäftigt die Studenten auch immer. Und ich gebe da keine, wissen Sie, lernen oder quasi beeinflusst werden, tut man immer von allem. Manchmal merkt man das, manchmal ist es eher unbewusst. Aber ich würde nie junge Menschen unterrichten, wenn ich es nötig hätte. Also ich bin noch voll von Ideen. Und ich würde nie, um Ideen zu bekommen, unterrichten. Das ist fahrlässig. Was zeichnet einen guten Studenten aus? Die guten Studenten finde ich immer die sich getrauen, ihre Gefühle darzustellen. Weil das ist das größte Gut, das man hat, wenn man jung ist. Und die nicht berechnend sind, die einen Irrtum riskieren. Und die Jugend hat das Privileg, Irrtümer zu machen.